Am 22. Dezember 1991 wurde die 22-jährige Cindy Lou Pavey, Mutter von 2 Kindern, in der Kleinstadt Valenois tot in ihrem Haus aufgefunden. Es war ein brutaler Mord. Keine Einbruchsspuren, keine offensichtlichen Verdächtigen. Die Kinder waren in der Nähe, aber zu klein, um etwas zu verstehen. Die Ermittlungen geraten ins Stocken, der Fall wird zu den Akten gelegt und erst 16 Jahre später kommt die Wahrheit ans Licht. Wie konnte der Mörder sich so lange verstecken? Warum tauchten die Beweise erst nach 1,5 Jahrzehnten auf? Und wer war in dieser Nacht wirklich in der Nähe? Die ruhige Kleinstadt Murfreesboro im Süden von Illinois ist wie geschaffen für Menschen, die ein einfaches Leben schätzen. Sie liegt weit entfernt von Großstädten wie St. Louis und Memphis und ist ideal für ein ruhiges Familienleben. Genau hierher, in diese gemütliche Ecke, beschlossen die 22-jährige Cindy Pavey und ihr Mann Corey zu ziehen, um eine Familie zu gründen. Aber ihre Wahl war kein Zufall. Cindy wollte näher bei ihrer Schwester Ginger Duty sein, der sie sehr nahe stand. Sie nahm von Ginger dankbar die Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder Tina und Missy an. Die Mädchen wurden mit besonderen Bedürfnissen geboren. Tina war taub und Missy hatte Entwicklungsverzögerungen. Aber gerade deshalb liebte Cindy ihre Kinder umso mehr. Sie war eine wunderbare Mutter und hing mit ganzem Herzen an ihren Töchtern. Obwohl sie besondere Pflege benötigten, blühten die Mädchen unter der unermüdlichen Fürsorge ihrer Mutter auf. Cindys Ehe begann jedoch zu bröckeln. Sie und ihr Mann hatten Probleme. Die junge Frau erzählte, dass sie sich oft stritten. Nach 4 Jahren angespannter Beziehung nahm Cindy die Kinder und verließ ihren Mann. Sie zog mit den Mädchen in ein Haus in der Showmaker Drive, 2 Blocks von der Wohnung ihrer Schwester entfernt, und begann dort ein neues Leben. Das Leben der jungen alleinerziehenden Mutter veränderte sich, und bald lernte sie einen Mann namens Tyler Green kennen. Die zweifelhafte Vergangenheit ihres Verehrers hinderte sie nicht daran, ihn für einen guten Partner zu halten. Cindy träumte von jemandem, der sie lieben und für sie sorgen würde. Als die Winterfeiertage näher rückten, hatte Cindy das Gefühl, wieder glücklich zu sein. Doch wenige Wochen vor Weihnachten stellte sich heraus, dass Cindys Träume nicht in Erfüllung gehen würden. Am Morgen des 22. Dezember 1991 erhielt die Polizei einen alarmierenden Anruf von Cindys Nachbarin Brianna Collins. Brianna berichtete, dass in dem Schlafzimmer ihrer besten Freundin etwas Schreckliches vor sich ging. Sie war gekommen, um nach Cindy zu sehen, und als sie das Haus betrat, fand sie tot auf dem Boden liegend. Daraufhin rief sie die Polizei. Officer Jim Butler eilte zum Tatort. Als er bei Cindy ankam, waren bereits Rettungssanitäter vor Ort. Sie ließen ihn ins Haus und seinen Augen bot sich ein unglaublicher Anblick. Cindys Töchter schienen keine Ahnung zu haben, dass ihrer Mutter etwas Schlimmes zugestoßen war. Die Kinder saßen ganz unbeschwert auf dem Sofa, aßen Haferbrei und schauten Zeichentrickfilme. Während die Mädchen beschäftigt waren, erzählte Brianna Butler, was an diesem Morgen passiert war. Anscheinend half Brianna Cindy oft dabei, die Mädchen zur Schule zu bringen. Die Kinder waren nicht rechtzeitig an der Bushaltestelle erschienen und sie beschloss nachzusehen, was los war. Als niemand die Tür öffnete, ging Brianna hinein. Sie erzählte Butler, dass die Tür nicht verschlossen war. Zu ihrer Überraschung sahen die Mädchen allein fern. Brianna ging ins Schlafzimmer, wo sich ihr ein schrecklicher Anblick bot. Cindys Gesicht war von der Stirn bis zum Kinn blutüberströmt. Sie trug ein Hemd, aber nichts unterhalb der Taille. Sie lag auf dem Rücken in einer etwa 40 Zentimeter großen Blutlache. Cindy war brutal zusammengeschlagen und offenbar vergewaltigt worden. Officer Jim Butler hatte so etwas noch nie gesehen. Es war ein grauenvoller Anblick, so grauenvoll, dass Butler vermutete, wer auch immer Cindy getötet hatte, hatte Gründe, ihren Tod zu wollen. Aber welche? Er sah sich um, konnte jedoch keine Anzeichen für einen Einbruch oder Raubüberfall entdecken. Wenn es nicht um Geld ging, warum wurde Cindy dann so brutal ermordet? Um das herauszufinden, wandte sich Officer Butler an die Leitung der Mordkommission. Der Fall wurde Tim Ledger übertragen, einem engagierten Sergeant, der seit 20 Jahren bei der Polizei von Murfreesboro tätig war. Nachdem er die Verletzungen von Cindy Pavey untersucht hatte, sah Ledger die harte Realität. Cindy war brutal zusammengeschlagen worden. Ihr Gesicht und ihr Hals waren blutüberströmt und sie hatte mehrere schwere Schläge auf den Kopf erhalten. Unter den anderen Verletzungen befand sich etwas, das wie ein blutiger Schuhabdruck aussah. So brutal war der Mörder. Er trat Cindy mit den Füßen. Vermutlich trat der Mörder sie und trampelte sogar auf ihrem Kopf herum.
Alles deutete darauf hin, dass der Angreifer nicht nur wütend war, er war rasend vor Wut, wenn er sich zu so etwas entschlossen hatte. Offensichtlich war jemand sehr wütend auf Cindy, aber wer und warum? In der Hoffnung, dass die DNA-Untersuchung Antworten auf diese Fragen liefern würde, schickten die Kriminalbeamten Cindys Kleidung ins Labor. In der Zwischenzeit suchte Ermittler Ledger in der Nähe des Hauses nach Hinweisen. Er untersuchte das gesamte Gelände, fand jedoch nichts Verdächtiges. Wenn es sich um ein Gewaltverbrechen handelt und es keine Anzeichen für einen Einbruch gibt, kommen zunächst nahe Verwandte oder Freunde in Verdacht. Sie können am leichtesten in das Haus gelangen und sind in der Regel in der Lage, so außer sich zu geraten, dass sie schwere Verletzungen wie die von Cindy verursachen können. Die Ermittler beschlossen, den Menschen zu befragen, der Cindy am besten kannte, ihren Ex-Mann Corey. Zur gleichen Zeit trafen die Ergebnisse der Autopsie ein und die Polizei hatte neue Hinweise. Anhand des Zustands der Leiche schloss Cindy Corner, dass der Tod gegen Mitternacht eingetreten war und der Täter seine DNA hinterlassen hatte. Sowohl innerhalb als auch außerhalb von Cindys Körper wurden Spuren von Sperma gefunden. Die Kriminaltechniker untersuchten auch das blutbefleckte Hemd, das unter ihrer Leiche lag. Die Ermittler versuchten, den Besitzer dieser DNA zu finden. Und der erste, zu dem sie gingen, war Cindys Ex-Mann Corey. Er war der Hauptverdächtige. Als die Frage aufkam, wer so etwas tun könnte, dachten alle, dass der Ehemann etwas mit dem Mord zu tun hatte, weil sie sich oft stritten. Es war offensichtlich, dass die Ehe nicht gut lief. Die Polizei kam oft vorbei, um die Ehestreitigkeiten zu schlichten. Obwohl das Paar seit einem Jahr keinen Kontakt mehr hatte, hatten ihre angespannten Beziehungen wenige Tage vor Cindys Tod einen kritischen Punkt erreicht. Die Scheidungspapiere mussten unterschrieben werden, und Cindy traf sich 1 oder 2 Tage vor ihrem Tod mit ihrem Mann, um die Gründe für die Auflösung der Ehe zu besprechen. Möglicherweise war Corey, als er erfuhr, dass die Trennung unvermeidlich war, sehr wütend auf Cindy geworden und hatte beschlossen, ihr um jeden Preis die Scheidung zu verweigern. Zu diesem Zeitpunkt ging bei der Polizei ein Anruf ein, der dem Ermittler helfen könnte. Ein Mann gab an, in der Nacht des Mordes in der Nähe von Cindys Haus einen Anhalter mitgenommen zu haben. Die Beschreibung des Mitfahrers ähnelte dem Hauptverdächtigen, Cindys Ehemann. Den Ermittlern wurde von einem weißen Mann mit hellblonden Haaren berichtet. Der wichtigste Hinweis war, dass der Mitfahrer Wanderschuhe trug. Da an Cindys Leiche ein Schuhabdruck gefunden wurde, beschlossen die Ermittler, diese Information zu überprüfen und luden den Zeugen auf die Wache ein. Seiner Beschreibung nach passte Corey perfekt auf das Profil des Verdächtigen. Dem Zeugen zufolge war der Mitfahrer sichtlich nervös und schwitzte, obwohl es der 2. Dezember war. Wer war dieser Mitfahrer wirklich? Cindys Ehemann oder eine Erfindung des Fahrers, der in den Nachrichten von dem Mord gehört hatte? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Die Ermittler befragten Cindys Ex-Mann, um herauszufinden, was er an diesem Abend gemacht hatte. Er hatte kein Alibi, und seine Unfähigkeit, seinen Aufenthaltsort genau anzugeben, verstärkte den Verdacht der Polizei. Die Ermittler mussten noch herausfinden, ob er an der Straße per Anhalter gefahren war. Sie baten den Zeugen, den Verdächtigen zu identifizieren. Der Zeuge konnte jedoch in Cindys Ex-Mann nicht den Mitfahrer erkennen. Dies deutete darauf hin, dass Corey nichts mit dem Verbrechen zu tun hatte. Als dann auch noch die Schuhgröße nicht mit dem Abdruck auf Cindys Körper übereinstimmte, waren die Ermittler endgültig überzeugt, dass er es nicht war. Damit gab es keinen Grund mehr, ihn festzuhalten. Der nächste Verdächtige auf der Liste war Cindys Freund Tyler Green. Er war bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ihm wurden Widerstand gegen die Festnahme, häusliche Gewalt, Abhängigkeit von illegalen Substanzen und Trunkenheit vorgeworfen. Cindy und Tyler Green waren seit 9 Monaten zusammen und manchmal übernachtete er bei ihr. Wie die Ermittler herausfanden, hatten Cindy und Tyler ebenfalls eine angespannte Beziehung. Viele sagten, dass er sie vor anderen Leuten schlug. Möglicherweise war er in der Nacht des Mordes zu Cindy gegangen und hatte ihre Gastfreundschaft missbraucht. Um den Charakter des Verdächtigen besser zu verstehen, wandten sich die Ermittler an Cindys Schwester Ginger, die Tyler als Tyrannen beschrieb. Nun hatten die Ermittler einen triftigen Grund, Cindys Freund auf die Wache zu bestellen. Um herauszufinden, ob dieser Mann etwas mit ihrem Tod zu tun hatte, mussten sie die Gründe für ihre Konflikte genau untersuchen. Tyler Green beschloss jedoch, selbst zur Polizei zu kommen, um seine Beziehung zu Cindy zu besprechen. Als er auf der Wache ankam, war er sehr aufgewühlt. Die Ermittler vermuteten, dass er sich unglücklich stellte, um sie von der Spur zu bringen. Verdächtige in Verbrechen aus Leidenschaft verhalten sich oft so.
Sie helfen sogar bei den Ermittlungen, um zu beweisen, dass sie absolut nichts damit zu tun haben. Tyler konnte die Polizisten nicht von seiner Unschuld überzeugen. Im Gegenteil, nach seinen Aussagen waren alle überzeugt, dass er Cindy getötet hatte. Der Mann spielte seine Rolle in den Familienstreitigkeiten deutlich herunter, damit die Polizisten nicht dachten, er sei fähig, Cindy etwas anzutun oder sie sogar zu töten. Tyler erklärte, dass er und Cindy sich noch immer liebten. Dann gab er zu, dass er ein paar Tage vor dem Mord mit Cindy geschlafen hatte, was den Verdacht noch verstärkte. Angesichts der Tatsache, dass Cindy vergewaltigt worden war, versuchte Tyler möglicherweise, sich abzusichern, falls seine DNA mit der übereinstimmen sollte, die die Experten in ihrem Körper gefunden hatten. Möglicherweise arbeitete er an seinem Alibi. Er gab an, am Tag des Mordes bei Cindy gewesen zu sein, aber kurz vor der Tat gegangen zu sein. Er erzählte, dass sein Bruder ihn von Cindy abgeholt habe und sie zusammen nach Frankfurt gefahren seien, wo er zu einer Geburtstagsparty eines Verwandten gegangen sei. Tyler sagte, er habe keine Lust gehabt zu feiern. Aus Eifersucht rief er Cindy mehrmals an, um zu überprüfen, ob sie zu Hause war, aber sie ging nicht ans Telefon. Er war sehr eifersüchtig und erlaubte ihr nicht, engen Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Cindy ging nicht ans Telefon und Tyler kam zu dem Schluss, dass sie die Nacht mit einem anderen Mann verbracht hatte. Diese Anrufe aus dem Haus seines Bruders schienen Tyler ein Alibi zu verschaffen. Hätte er die Party verlassen, 50 Kilometer fahren, Cindy töten und zurückkommen können, um sie anzurufen? Sein Bruder schwor, dass Tyler die ganze Nacht auf der Party gewesen sei, aber ob das stimmte oder nicht, würde die Überprüfung von Tylers Telefon zeigen. Die Aufzeichnungen der Anrufe aus diesem Zeitraum bewiesen, dass er die Wahrheit sagte. Doch selbst wenn die Anrufe Tylers Alibi bestätigten, quälte die Polizei noch ein Detail: der blutige Schuhabdruck, der auf Cindys Leiche gefunden worden war. Das Wichtigste war nun, diesen Abdruck mit Tylers Schuhen zu vergleichen. Wenn die Abdrücke übereinstimmen, würde sein Alibi ungültig werden. DNA, Fasern und Blut lassen sich nicht vervielfältigen. Die Polizei erhielt einen Durchsuchungsbefehl für Taylors Schuhe, aber bei der kriminaltechnischen Untersuchung stellte sich heraus, dass er eine andere Schuhgröße hatte. Cindys Freund war nicht an ihrer brutalen Ermordung beteiligt. Obwohl Tyler unschuldig war, beschlossen die Polizisten, ihn zu beobachten, bis die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen. Wenn seine DNA am Tatort gefunden wurde, könnte er der Mörder sein. Einige Freunde von Tyler hatten ebenfalls einen schlechten Ruf, und vielleicht kann einer von ihnen helfen, den Fall aufzuklären. Bei der Befragung der Anwohner tauchte ein weiterer Name auf: Arthur Hudson. Was Alkohol und Gewalt anging, ähnelte Arthur dem Freund von Cindy. Freunde erinnerten sich, dass die beiden oft bei ihr zu Besuch waren. Zusammen mit Cindys Freund hatte Arthur Hudson sie beobachtet, weshalb alle dachten, es handele sich um einen Auftragsmord. Aber war Tyler wirklich so eifersüchtig, dass er einen Killer engagiert hätte? Und war Arthur wirklich der Richtige für diese Rolle? Cindy kannte Arthur gut. Er verbrachte oft Zeit in ihrem Freundeskreis. Wenn er zu ihr nach Hause gekommen wäre, hätte sie ihn hereingelassen. Vielleicht war es genau das, was in der Nacht passiert war, als Cindy getötet wurde. Arthur war am Tag vor dem Mord bei Cindy gewesen, also musste er unbedingt verhört werden. Er wurde zur Vernehmung auf die Polizeiwache vorgeladen. Er bestätigte, dass er Cindy am Tag vor ihrer Ermordung angeblich besucht hatte und beteuerte vehement, dass er sie nicht getötet habe. Er sagte, er habe den Abend mit Freunden verbracht, und sein Alibi wurde bestätigt. Es gab keine Beweise gegen ihn, und die Polizei musste ihn freilassen. Im Laufe der Ermittlungen wurde auch von Arthur eine DNA-Probe zum Vergleich genommen. Die Überprüfung der Übereinstimmung dauerte einige Zeit. Die Ermittler standen mit leeren Händen da, aber sie wollten nicht aufgeben. Tim Ledger arbeitete unermüdlich an diesem Fall und schien den Mörder gefunden zu haben. Es könnte sich um einen Jungen aus der Oberstufe handeln, Drake Reynolds. Er war in Cindy verliebt und geradezu besessen von ihr. Obwohl Drake und Cindy sich in der Vergangenheit nur ein paar Mal getroffen hatten, war er ständig in ihrer Nähe. Die Ermittler vermuteten, dass Drake wütend war, weil sie seine Gefühle nicht erwiderte. Drakes Worte, „Sie wird mir gehören“ und „Sie wird zu mir zurückkommen“, weckten ihren Verdacht. Außerdem gaben seine Freunde an, dass Drake sich kurz vor dem Mord an Cindy seltsam verhalten habe. Zur gleichen Zeit erzählte eine Freundin der jungen Frau den Ermittlern, dass jemand Cindy verfolgt habe. Er habe die Fenster geöffnet und das Fliegengitter an der Tür zerschnitten. Sie befürchtete, dass es Drake gewesen sei,
aber Cindy erstattete keine Anzeige bei der Polizei. Bei der Überprüfung von Tylers Beteiligung an den genannten Beschädigungen fanden die Polizisten jedoch keine Hinweise darauf. Cindys Haus war in Ordnung. Fenster, Rahmen und das Gitter an der Tür waren unversehrt. Laut Cindys Freundinnen war Drake all die Jahre in ihrer Nähe und niemand war überrascht, als er kurz vor ihrer Ermordung bei ihr zu Hause auftauchte. Freunde versammelten sich bei Cindy zu einer Party. Vielleicht war dieser Besuch Teil eines kriminellen Plans? Vielleicht hatte Drake, der Cindy Schaden zufügen wollte, das Haus durchsucht, um sich zu überlegen, wie er am nächsten Tag am besten hineinkommen könnte. Die Ermittler wussten nicht, ob er der Mörder war oder nicht und mussten dies im Laufe der weiteren Ermittlungen herausfinden. Auf dem Revier schwor Drake, dass er Cindy nicht getötet und keine intimen Handlungen mit ihr vorgenommen habe. Er stellte sogar eine DNA-Probe zur Verfügung. Doch während die Ermittler auf die Ergebnisse der Untersuchung warteten, landete er dennoch auf der Liste der Verdächtigen. Neben Drake stand auch Arthur Hudson darauf, der Cindys Freund dabei half, sie zu beobachten. Beide wurden wenige Stunden vor ihrem Tod bei Cindy gesehen, aber der Hauptverdächtige der Ermittler blieb Tyler Green. Die Aufmerksamkeit richtete sich vor allem auf ihren Freund. Die Ermittler waren überzeugt, dass er der Mörder war, aber solange die Ergebnisse der DNA-Untersuchung nicht vorlagen, galt Tyler als unschuldig. Leider wurde die Untersuchung des Mordes an Cindy aufgrund fehlender neuer Informationen eingestellt. Es schien, als seien die Ermittler in eine Sackgasse geraten. Es gab weder neue Informationen noch Hinweise. So wurde der Fall wenige Monate nach dem Mord an Cindy zu den ungelösten Fällen gelegt. Der Polizei blieb nur noch, ihre alten Theorien zu überprüfen. Sie hatten den Verdacht, dass Cindy das zufällige Opfer eines vorüberziehenden Verbrechers geworden war. Es kommt vor, dass Serienmörder oder Landstreicher in ruhigen Gegenden auf ihnen unbekannte Menschen losgehen und dann weiterziehen. Monate und dann Jahre vergingen, doch Officer Tim Ledger gab die Hoffnung nicht auf. Er konnte den Gedanken nicht loswerden, dass Cindys Familie Gerechtigkeit verdient. Er vermutete, dass neue DNA-Untersuchungstechniken Antworten auf seine Fragen liefern könnten. Auf Initiative des Ermittlers wurde der Fall von Cindy wieder aufgenommen und die Beweise zur DNA-Identifizierung an ein Labor geschickt. Die Ermittler interessierte insbesondere eine Sache: Cindys Nachthemd, auf dem sich Sperma und Blut befanden. Damals war es technisch noch nicht möglich, die DNA-Proben einer bestimmten Person zuzuordnen. Zu diesem Zeitpunkt wurden lediglich die Spermaproben zur Analyse entnommen. Das Nachthemd wurde nicht auf DNA untersucht, da es 1991 noch nicht möglich war, mit Hilfe von DNA unwiderlegbare Beweise zu erlangen. So versuchten die Kriminalbeamten 15 Jahre nach dem Mord, mit Hilfe moderner Technologien den alten Fall aufzuklären und endlich den Mörder von Cindy hinter Gitter zu bringen. Vielleicht war dies der Durchbruch, auf den die Ermittler und Cindys Schwester gewartet hatten. Sie holten einen weiteren Verbrechensbekämpfer zu Hilfe, den Bezirksstaatsanwalt Mike Websick. Um auf Nummer sicher zu gehen, entwickelten sie gemeinsam einen Plan, nachdem die Beweise für die Schuld so überzeugend wie möglich sein sollten. 27 Jahre Erfahrung und Praxis sagten dem Staatsanwalt, wer den Mord begangen haben könnte. Wie die Ermittler verdächtigte er Cindys Freund Tyler Green. Als im Labor 2 DNA-Proben aus dem Tatort untersucht wurden, erwarteten die Ermittler, dass der Name ihres Hauptverdächtigen auftauchen würde. Die erste Probe war Sperma, das aus Cindys Körper gewonnen worden war. Es war keine Überraschung, dass dieses Sperma von Tyler stammte. Bereits während des Verhörs hatte er zugegeben, dass er einige Tage vor ihrem Tod mit ihr geschlafen hatte. Aber neben der DNA in Cindys Körper fand sich auch Sperma, vermischt mit Blut, auf ihrem Nachthemd. Es lag nahe, dass Tyler seine Spuren verwischt hatte. Aber nicht immer ist alles so einfach, wie es scheint. Die Ergebnisse kamen am Jahrestag von Cindys Mord und die Ermittler waren schockiert. Die zweite Probe der Samenflüssigkeit gehörte Quincy Hughes. Seltsamerweise passte dieser Stammgast der Polizeistationen perfekt auf das Profil von Cindys Mörder. Er war mehrfach wegen Vergewaltigung, Raub und Einbruchdiebstahl vorbestraft. Er war zu einem solchen Verbrechen fähig. Er verfolgte Frauen bis zu ihren Häusern und drang dort ein. Noch verdächtiger war Quincy's Adresse. Das Haus, in dem er zum Zeitpunkt von Cindys Mord wohnte, war nur 1,5 Blocks von ihrem Haus entfernt. Und doch erwähnte niemand Quincy, als die Polizei während der gesamten Ermittlungen die Nachbarn befragte. Es gab keine Verbindung zwischen Quincy Hughes und Cindy Pavey. Keiner ihrer Verwandten erinnerte sich an ihn, ebenso wenig wie ihre Freundinnen und Nachbarn.
Es schien, als würde der 21-jährige Surfer, der bei seiner Mutter lebte, niemanden auf sich aufmerksam machen. Doch die Polizei fand heraus, dass er und Cindy sich als Nachbarn gelegentlich begegnet waren. Es war nicht verwunderlich, dass Quincy Hughes wegen Raubüberfalls in einem Gefängnis im Bezirk Jackson saß. Dort suchten ihn die Ermittler auf. Im Laufe des Gesprächs fragten sie ihn, ob er Cindy Pavey kenne. Sie zeigten ihm ein Foto von ihr, aber er behauptete, sie nicht zu kennen. Bei der nächsten Befragung änderte der Häftling jedoch seine Aussage. Er gab zu, dass er sie aus der Schule kannte und sie in der Nachbarschaft gesehen hatte. Die Ermittler setzten ihn unter Druck und Quincy gab zu, dass er Cindy nicht nur flüchtig kannte. Schließlich gestand er, dass er sich mit ihr getroffen hatte. Wie oft haben Sie mit ihr geschlafen? 3 oder 4 Mal? Was für ein Unsinn. Vielleicht fand eines der Treffen in der Nacht von Cindys Mord statt? Die Ermittler gaben nicht auf, und mit jeder weiteren Frage grub sich Quincy tiefer in die eigene Grube. Wir haben eine tote Frau. Ja. Auf ihrer Leiche wurde DNA gefunden. Ist das Ihre DNA? Ja, ich habe mit ihr geschlafen. Den Beweisen zufolge waren Sie in ihrer Wohnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich sage die Wahrheit. Ich war nicht bei ihr, verstanden? Ich war nicht dort. Durch seine widersprüchlichen Aussagen manövrierte sich Quincy selbst in eine Falle. Er leugnete, bei ihr gewesen zu sein, was nicht stimmte, da seine DNA an Cindy Paveys Leiche gefunden worden war, was ihn mit dem Mord in Verbindung brachte. Eine DNA-Probe ist ein sehr überzeugendes Beweisstück, aber die Ermittler brauchten unwiderlegbare Beweise, um Hughes als Mörder zu überführen. Der Staatsanwalt grub etwas tiefer und fand, was er suchte. Quincy Hughes hatte mehrmals seine Verwandten angerufen und in einem Gespräch mit seinem Bruder gestand er indirekt den Mord an Cindy Pavey. Im Gefängnis werden alle Telefongespräche aufgezeichnet. Am Telefon sagte er: »Bruder, Sie haben mich doch geschnappt.« Die Ermittler hätten es selbst nicht besser sagen können. Schließlich wurde Quincy Hughes im Februar 2008, nach 17 Jahren Ermittlungen, des vorsätzlichen Mordes an Cindy Lou Pavey für schuldig befunden. Quincy's Verhaftung war für viele ein Trost, aber Cindys Schwester Ginger konnte den Schock nicht überwinden, denn der Mörder war ihr Nachbar. Quincy Hughes beteuert bis heute seine Unschuld, wurde jedoch zu 30 Jahren Haft verurteilt. Alle waren froh, dass der Mörder hinter Gittern war und Cindys Familie Gerechtigkeit erfahren hatte. Als das Leben in Murphyboro wieder seinen gewohnten Gang nahm, blieb eine Frage offen. Was war in dieser schicksalhaften Nacht passiert? Das wussten wahrscheinlich nur Quincy und Cindy, aber aufgrund der Indizien lässt sich vermutlich Folgendes rekonstruieren. Gegen Mitternacht war Quincy Hughes auf der Suche nach Abenteuern unterwegs. Cindy wartete nicht auf ihn, als er in das Haus eindrang. Nach einer Version der Polizei hatte Cindy Pavey an diesem Abend vergessen, die Tür abzuschließen, und Quincy Hughes drang in das Haus ein. Als er drinnen war, stürzte er sich auf Cindy und vergewaltigte sie. Im Schlafzimmer gab es Spuren eines Kampfes. Offensichtlich wehrte sich Cindy gegen ihren Angreifer, aber der Täter überwältigte sie. Mit seiner Größe von 1,95 Meter war er durchaus in der Lage, ein solches Verbrechen zu begehen. Quincy Hughes vergewaltigte Cindy und zertrümmerte ihren Schädel mit seinem Schuh, während ihre Töchter in ihren Betten schliefen. Sie haben nie erfahren, dass ihre Mutter ihnen an diesem Abend zum letzten Mal die Decken zurechtgezogen hat. Cindys Familie hat endlich Gerechtigkeit erfahren, die ihnen 17 Jahre lang verwehrt geblieben war, aber das wird ihre Wunden nicht heilen. Jetzt sitzt Quincy Hughes hinter Gittern, aber er hat ein Leben, er lebt, er atmet. Er hat das, was er Cindy Pavey genommen hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.